Es gibt Tage am Wasser, da ist eine normale Warthose gar nicht nötig. Zum Beispiel dann, wenn die Temperaturen steigen, wenn das Wasser niedrig ist, wenn ihr viel am Ufer unterwegs seid, genau dann reicht eine Hüftwarthose. Und weil wir heute genau solche Bedingungen haben, habe ich mir es nicht nehmen lassen und habe mir die neue Swift Current Traverse von Patagonia als Hüftmodell ausgesucht. Die Swift Current Familie, die neueste Generation der Swift Current Familie, ist wirklich super beliebt, bei euch sofort richtig gut angekommen und gerade das leichtere Traverse Modell findet bei euch super großen Anklang. Und ich bin sicher, dass jetzt mit der Ergänzung des Hüftmodells aus der Traverse Familie nochmal eine richtige Punktlandung Patagonia gelungen ist. Ein Vorteil der Hüftwarthose, ihr seht es eigentlich schon an der Verpackung, ist das handliche und kleinere Packmaß. Also nicht nur dann, wenn die Temperaturen steigen oder ihr viel vom Ufer fischt oder eben nicht tief einwarten müsst, ist eine Hüftwarthose interessant, sondern auch dann, wenn ihr wirklich auf leichtes Gepäck achten müsst, zum Beispiel auf einer Reise. Optisch, wenn wir die Hose rausnehmen, übrigens ganz interessant, bei jeder Patagonia Warthose habt ihr noch so ein kleines Repair-Kit dabei, also alles, was ihr braucht, um die Warthose schnell am Wasser zu reparieren. Und ganz cool, hier bekommt ihr nochmal mittels dieses QR-Codes alle Infos, wie ihr denn so eine Warthose schnell und einfach direkt am Wasser repariert. Das lege ich mal beiseite. Wichtig natürlich bei einer Hüftwarthose auch hier der Wartgürtel und wir sehen von der Qualität der gleiche massive, elastische Hüftwartgürtel, wie wir ihn auch bei den anderen Warthosenmodellen von Patagonia finden. Also wirklich super. Und jetzt optisch, das wollte ich euch natürlich eigentlich zeigen, reiht sich die Swift Current Traverse von der Farbgestaltung und vom Design perfekt in die bestehende Swift Current Familie ein. Also wir haben hier die Kombination aus diesem wunderschönen Oliv gepaart mit dem Grau. Wir haben hier auf der vorderen rechten Seite nochmal die Fitzroy Trout von Patagonia, also auch da nochmal ein optischer Hingucker. Und dann richtig cool finde ich eben, dass die Hose geschnitten ist wie eine normale, bequeme Jogginghose oder Jeans. Ihr seht, wir haben hier einen elastischen Bund am Rücken und für noch besseren Fit bietet euch Patagonia die Möglichkeit, die perfekte Größe zu finden. Also selbst bei der Hüftwarthose habt ihr viele Größen und Zwischengrößen, Sondergrößen, egal ob ihr groß seid, klein seid, breit seid, schmal seid, großer Fuß, kleiner Fuß. Hier werdet ihr auf jeden Fall fündig. Also da ein großer Unterschied zwischen Patagonia und vielen anderen Marken. Ihr habt wirklich die komplette Bandbreite an Größen. Die Hose sitzt also wie eine normale Hose, wird durch den Wartgürtel auf der Hüfte fixiert und das Ganze wird gewährleistet durch 5 Laschen, 3 auf der Rückseite, 2 auf der Vorderseite und eine kleine Besonderheit, die beiden Laschen auf der Vorderseite haben nochmal hier Möglichkeiten, einen Retraktor oder hier eine Löseschere anzubringen. Also auch da nochmal kleine smarte Details zum Verstauen von Utensilien und Werkzeugen. Und wenn das nicht reicht, habt ihr auf der Front hier farblich abgesetzt und aus einem leichten Meshmaterial bestehend diese beiden großen Taschen mit einem Eingriff von oben, damit auch nichts rausfallen kann. Und hier finden problemlos große Fliegendosen drin Platz. Zusätzlich finden wir auf der Front versteckt hier hinter diesem kleinen Druckknopf einen Reißverschluss und dieser Reißverschluss ist dafür da, damit ihr noch schneller in die Hose rein oder rauskommt. Die Füßlinge und die Gravel Guards sind übernommen von den anderen Modellen aus der Swift Current Serie. Also wir finden die gleichen Verstärkungen an der Beineninnenseite. Wir finden hier das Mesh-Material, diese Drainage zum Ablaufen von überflüssigem Wasser aus dem Gravel Guard. Wir haben den gleichen massiven Haken und den elastischen Abschluss, damit wirklich die Hose perfekt über den Schuh passt und alles optimal abschließt. Auch der Füßling natürlich anatomisch vorgeformt, die gleiche Qualität wie bei den anderen Hosen von Patagonia. Ganz wichtig ist natürlich auch das verwendete Material. Hier kommt zum Einsatz das bewährte H2No-Membran von Patagonia, also gefertigt aus 100% Recyclingmaterial, hat sich super bewährt und ganz neu eben in der neuesten Generation ohne umweltschädliche Chemikalien wie PFAS. Also da eine Imprägnierung, die in der neuesten Generation bei allen Patagonia Warthosen eben noch umweltfreundlicher ist. Darauf ist der Hersteller hier besonders stolz. Ich würde sagen, ich schmeiß mich in die Warthose rein, schaue mir den Fit an, nehme euch mit ans Wasser und dann schauen wir einfach mal, wie die Hüftwarthose hier an so einem schönen, warmen Tag heute performt.
Leute, die Sonne verschwindet in ein paar Minuten hinterm Horizont. Deswegen, bevor es dunkel wird, mein kurzes Fazit zu meinem langen Tag mit der Swift Current Traverse von Patagonia. Nach kürzester Zeit hat man sich daran gewöhnt, dass hier oben ein Teil fehlt. Das Ganze habe ich kompensiert durch die Kombination mit dem 3 Liter Switchpack. Hier habe ich meine wichtigen Sachen drin, aber richtig cool fand ich auch die beiden großen Fronttaschen. Hier habe ich zum Beispiel meine Tippet-Spulen drin und so weiter. Und das Ganze trägt sich wie eine normale Jogginghose. Die Bewegungsfreiheit, die Mobilität, aber auch der Komfort in der Hose ist wirklich nicht zu vergleichen mit einem brusthohen Modell. Deswegen mein Tipp für alle, die mobil am Wasser unterwegs sind, die wissen, dass sie eben nicht super tief einwarten müssen, die leicht und frei sich fühlen wollen am Wasser, ist das eine richtig, richtig coole Story und natürlich von Patagonia, wie wir es gewohnt sind, mit einer nachhaltigen Komponente verknüpft. Deswegen mein Tipp für euch, checkt sie unbedingt aus, die Swift Current Traverse Hip Pants von Patagonia.